Ich rede immer viel zu viel und niemand guckt so lange Videos, also los geht's. Cruel. Grausam. Ich wünschte, das wäre meine eigene Idee gewesen, aber Credits gehen an irgend so antike, abgefuckte Kulturen, also zumindest der Teil mit den menschlichen Schädeln als Behälter. Ich glaube, die haben damals aus der Schädeldecke ihrer Feinde Wein getrunken oder irgend sowas Angeberisches. Aber so eine Schädeldecke sieht halt nicht gruselig aus, wenn man es nicht weiß. Deshalb habe ich mich für den Rest vom Kopf entschieden und außerdem, pst, ich mag gar keinen Wein. Im Ernst, ich wünschte, ich würde Wein mögen. Einfach alles, was man macht, hat viel mehr Stil mit Wein. Meine Geschmacksnerven haben noch nicht ganz kapiert, dass ich jetzt erwachsen bin, deshalb gibt's lieber Schokomüsli. Cheers! Whale. Wal. Das ist der gute Moby, ein Plüschtier meiner Schwester. Ja, wir haben beide noch Plüschtiere und nehmen unsere Rolle als Frauchen-Mama sehr ernst. Ich habe ja gesagt, meine Schwester und ich befinden uns auf derselben bekloppten Wellenlänge. Moby ist ein genügsamer Gesell, ganz im Gegensatz zu meinem Rupert, der ziemlich frech und draufgängerisch ist. Wenn ihr Rupert genauso süß findet wie ich, dann folgt mir auf Instagram, da darf er ab und zu meine Story übernehmen. Und wenn ihr denkt, dass ich total bescheuert bin, dann habt ihr wohl recht. Oh ja! Guarded. Beschützt. Das ist eine kleine Hommage an die weiblichen Heldenfiguren meiner Kindheit. Ich fand diese klassischen Disney-Prinzessinnen schon immer ziemlich langweilig. Die einzige richtig coole war Pocahontas, weil die so wild und frei ist und ich auch so ein Naturkind war. Ich hatte solche Idole wie Pippi Langstrumpf, Hermine Granger, Igreine ohne Furcht, Sprotte von den wilden Hühnern. Und heutzutage freue ich mich über solche Figuren wie Merida, die nicht von irgendeinem Typen gerettet werden müssen, nicht gerettet werden wollen, sondern für sich selbst kämpfen können. Und selbst wenn ein Mann dabei ist, was ja nicht grundsätzlich schlecht ist, kriegen die Mädels trotzdem auch selber was gebacken und können für sich selbst einstehen. So wie zum Beispiel Moana oder auch Vanellope von Ralf Reichts. Und auch Fiona im 4. Teil von Shrek in der alternativen Zeitlinie. So badass. Und Elastigirl von den Incredibles, aber die bekommt später noch eine ganz eigene Widmung. Clock. Uhr. Genau genommen ist der Zeitumkehrer nicht wirklich eine Uhr, oder? Aber irgendwie schon hat was mit Zeit zu tun. Ich wurde hier schon gefragt, was ich von dem Theaterstück Das verwunschene Kind halte. Eigentlich plane ich seit fast einem Jahr ein mega langes Rant-Video darüber, aber ich weiß nicht, ob das sonst noch irgendjemanden außer mir so brennend interessiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde Das verwunschene Kind größtenteils grauenvoll. Die Story ist eine schlechte Fanfiction, die Charaktere sind verstümmelt, es trägt fast nichts Interessantes Neues zur literarischen Welt von Harry Potter bei und ich weigere mich, es als Kanon zu betrachten. Die Zeitumkehrer überhaupt zurückzubringen, war ein großer Fehler, aber die Art, wie sie zurückgebracht wurden, ist einfach nur bescheuert. Over and out. Weak. Schwach. Männer weinen nicht. Ein Mann, der weint, ist schwach. Zu sensibel, hat eine dünne Haut, ist eine Pussy. Ich finde es so grausam, dass die Welt, die Gesellschaft, die Medien schon kleinen Jungs beibringen, dass sie manche bestimmten Emotionen nicht zeigen dürfen, überhaupt nicht haben dürfen. Männer dürfen sich freuen, sich aufregen und wütend sein, aber unsicher und schwach sein, Angst haben oder sogar weinen, das geht gar nicht. Mädchen dürfen das, weil Mädchen sind das schwache Geschlecht. Lasst euch das nicht von der Gesellschaft eintrichtern, egal welches Geschlecht ihr habt. Wir leben nicht mehr in der Steinzeit, wo nur der Stärkere überlebt. Es ist okay, auch mal schwach zu sein. Es ist okay, mal zu weinen. Es ist sogar ungesund, solche Gefühle zu unterdrücken. Eigentlich ist es überhaupt keine Schwäche, diese Gefühle zu zeigen. Es ist nicht mädchenhaft oder zu feminin, es ist einfach nur menschlich. Angular. Eckig, knochig. Wieder mal ein Prompt, bei dem mir vor allem die Sprachbarriere schwerfiel. Angular heißt laut Wörterbuch eckig, kantig, winklig, knochig, steif, schräg, hager, ungelenk, barsch. Und ich habe das Wort noch nicht so oft in Verwendung gehört, als dass ich mir was Genaueres darunter vorstellen könnte. Letztendlich habe ich versucht, knochig und rechtwinklig zusammenzubringen und da ist dieses wunderschöne balletttanzende Halloween-Skelett draus geworden. Swollen. Geschwollen. Immer wenn mir sonst nichts Gescheites einfällt, wird's am Ende Harry Potter. Hier ist Ginny nach einem Quidditch-Training mit einem angeschwollenen, wahrscheinlich verstauchten Knöchel, aber das wird sie nicht davon abhalten, weiter fürs nächste Turnier zu trainieren. Was haltet ihr eigentlich von Ginny? Ich habe das Gefühl, sie ist im Fandom ziemlich unbeliebt und ich habe mich auch lange gar nicht für sie interessiert. Ich glaube, das liegt teilweise an den Filmen, wo sie die Figur einfach total verkackt haben. Shoelace. Aber auch daran, dass Harry und Ginny erst relativ spät in den Büchern zusammengefunden haben und sie deshalb nicht so viel im Fokus steht. Und vielleicht auch daran, dass meine Generation noch mit Harry Potter aufgewachsen ist und sich in dem Alter noch gar nicht so viel für die Liebe interessiert hat. Falls ihr euch aber so richtig in Ginny verlieben wollt, schaut euch mal das Fanart von dieser Lady an.
Blanc, Bianca heißt sie. Die hat eine total faszinierende Interpretation von den Harry Potter-Figuren und ich liebe ihre Kunst. Auf jeden Fall ein großes Idol von mir in Sachen Fanart und Charakterentwicklung. Bottle, Flasche. Zuerst wollte ich ein normales Schiff in der Flasche malen, aber wo ist der Spaß daran? Also habe ich ein Raumschiff gemacht und dabei die ganze Zeit an den Astronauten von Lego Movie gedacht. Ich bin ungefähr genauso aufgekratzt, wenn es um das Weltall geht. Ich kriege es einfach nicht in meinen Kopf rein, wie riesig, gigantisch, kräftig und cool das ganze Universum ist. Manchmal wäre ich gern besser in Mathe, damit ich diese ganzen Dinge besser verstehen könnte und vielleicht auch selber was darüber rausfinden. Aber ich bin ein Künstler. Also gucke ich einfach nur ganz genau hin, bin davon begeistert, was ich sehe und versuche meine Interpretation davon zu Papier zu bringen. Scorched, verbrannt. Oh Gott, das ist, glaube ich, das Bild, mit dem ich am unzufriedensten bin. Aber na gut. Es ist im Grunde einfach nur verbotene Liebe oder in dem Fall eher physikalisch unmögliche Liebe. Also Romeo und Julia. Obwohl ich sagen muss, Romeo und Julia ist zwar das bekannteste Beispiel dafür, aber meiner Meinung nach nicht unbedingt das kreativste. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass mein Ansatz hier irgendwie besser wäre. Das ist nur eine 2-Minuten-Skizze und noch dazu eine brutal hässliche, bei der man wirklich sieht, dass ich an dem Tag voll keine Lust hatte. Breakable. Zerbrechlich. Ich musste an Eierlaufen denken und daran, dass ein Ei so ein schönes Symbol ist, wegen der Zerbrechlichkeit und weil es so wertvoll ist, weil da Leben drin ist. Dann dachte ich, es wäre visuell gut, wenn man einen Vergleich zum Ei sieht, damit das Ei noch winziger und zerbrechlicher wirkt. Irgendein bulliges, großes Trampeltier. Habt ihr den Film Ferdinand gesehen? Es geht im Grunde darum, dass so ein spanischer Kampfstier der größte und stärkste von allen ist, aber im Herzen total goldig und keine Fliege was zuleide tun kann. Storytechnisch ist der Film eher so lala, aber dieser Stier, dieser putzige Riese. Ich könnte mir den Film mit der bescheuertsten Story zigmal angucken, einfach weil der so niedlich ist. Also Filmempfehlung, wenn ihr mal vor der Glotze nicht zu viel mitdenken wollt, sondern einfach nur oh machen wollt. Damit beende ich Teil 2 meines Inktober-Rückblicks, wünsche euch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal, wo es in den Endspurt geht. Tschüss!